Guten Tag zusammen. Willkommen zurück bei DankeCast Deutsch. Heute sprechen wir über ein Gefühl, das viele von euch kennen. Ihr versteht fast alles auf Deutsch. Podcasts, Videos, Gespräche in der Bahn. Aber wenn ihr selbst sprechen wollt, klingt ihr plötzlich wie Anfänger. Kommt euch das bekannt vor? Ich glaube, ganz viele nicken gerade vor dem Bildschirm. Man hört zu, man versteht, man denkt, ja, klar, das ist einfach. Und dann sagt jemand, und was meinst du dazu? Und im Kopf ist plötzlich nur Stille. Oder noch schlimmer, im Kopf ist nicht Stille, sondern Chaos. Viele Gedanken, viele Wörter, aber alles durcheinander. Und am Ende sagt man nur, ich denke, es ist gut. Und danach ist man enttäuscht. Man denkt, warum klinge ich so einfach? Ich weiß doch viel mehr. Ich habe so lange gelernt. Ich verstehe doch komplizierte Themen. Warum kommen nur so kleine Sätze aus meinem Mund? Heute wollen wir genau darüber sprechen, nicht mit Grammatikregeln, nicht mit langen Erklärungen, sondern mit einem ehrlichen Gespräch. Vielleicht erkennt ihr euch wieder. Henry, ich hatte das selbst. Als ich eine andere Sprache gelernt habe, konnte ich Serien schauen und fast alles verstehen. Aber im Café konnte ich nur sagen, ich möchte einen Kaffee, mehr nicht. Das ist ein perfektes Beispiel. Verstehen ist wie Lesen. Es ist ruhig, man hat Zeit. Sprechen ist wie ein kleines Live-Konzert. Alle schauen dich an. Dein Gehirn muss schnell arbeiten. Und es fühlt sich an, als würde man wieder ganz am Anfang stehen, obwohl man eigentlich schon weit ist. Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, schreibt uns doch mal in die Kommentare. Versteht ihr mehr, als ihr sprechen könnt? Oder ist es bei euch andersherum? Ich finde, das Problem beginnt oft im Kopf. Man will perfekt sprechen, man will lange Sätze machen, man will zeigen, dass man viel gelernt hat. Ja, man will nicht wie ein Anfänger klingen, aber genau dieser Druck macht alles schwerer. Man denkt zu viel nach, man kontrolliert jedes Wort. Und während man denkt, ist das Gespräch schon weiter. Die andere Person wartet, man spürt die Sekunden und das macht noch mehr Stress. Dann entscheidet man sich für den einfachsten Weg. Kurze Sätze, sichere Wörter, Wörter, die man schon 1000-mal benutzt hat. Zum Beispiel, ich denke, das ist gut oder ja, ich verstehe oder das ist interessant. Diese Sätze sind nicht falsch, sie sind völlig okay. Aber wenn man sie immer benutzt, fühlt man sich klein. Man denkt, das bin doch nicht ich. Ich glaube, wir müssen akzeptieren, dass Verstehen und Sprechen zwei verschiedene Dinge sind. Wenn ihr zuhört, erkennt ihr Wörter. Wenn ihr sprecht, produziert ihr sie selbst. Das ist wie Kochen. Wenn ihr ein Rezept lest, versteht ihr alles. Aber wenn ihr selbst kocht, müsst ihr entscheiden, wie viel Salz, wie lange im Ofen, das ist aktiver. Und beim Sprechen kommt noch etwas dazu. Gefühle, Nervosität, vielleicht Angst, Fehler zu machen. Gerade wenn man in Deutschland lebt oder mit Muttersprachlern arbeitet, hat man oft das Gefühl, ich darf keine Fehler machen. Aber die Wahrheit ist, Fehler gehören dazu. Auch Muttersprachler machen Fehler. Sie suchen Wörter, sie korrigieren sich. Ich finde es spannend, dass viele Lernende sagen, ich verstehe sogar Dialekte, aber ich traue mich nicht, meine Meinung zu sagen. Vielleicht liegt das daran, dass Verstehen passiv ist. Man kann sich verstecken. Beim Sprechen zeigt man sich. Das ist ein wichtiger Punkt. Wenn du sprichst, hören andere deine Aussprache, deine Pausen, deine Unsicherheit. Das fühlt sich persönlich an. Und dann vergleicht man sich. Man hört eine andere Person, die fließend spricht und denkt, so möchte ich auch klingen. Aber diese Person hat vielleicht 10 Jahre geübt. Und du bist vielleicht im 3. Jahr. Das ist nicht fair. Liebe Community, vergleicht ihr euch oft mit anderen Deutschlernenden? Schreibt uns das ehrlich. Ich erinnere mich an ein Gespräch mit einem Zuschauer. Er sagte, ich kann Nachrichten verstehen, aber ich kann nicht über meinen Tag sprechen. Das ist interessant. Über Politik sprechen ist manchmal einfacher, weil man feste Wörter kennt, aber über Gefühle sprechen ist persönlicher. Und persönliches Sprechen braucht Mut. Man muss nicht perfekt sein, man muss ehrlich sein. Vielleicht ist das der Schlüssel. Nicht perfekt sprechen wollen, sondern echt sprechen wollen. Wenn du sagst, heute war ich müde, aber es war ein guter Tag, dann ist das genug. Und mit der Zeit werden die Sätze länger. Nicht, weil du sie zwingst, sondern weil sie natürlich wachsen. Viele denken, sie müssen erst perfekt sein, bevor sie viel sprechen, aber eigentlich wird man besser, weil man viel spricht. Es ist wie beim Sport. Man wartet nicht, bis man stark ist, um zu trainieren. Man wird stark durch Training. Ein kleiner Tipp aus meiner Erfahrung,
sprecht langsamer. Wenn ihr langsamer sprecht, hat euer Gehirn Zeit. Und Pausen sind nicht schlimm. Eine kleine Pause zeigt nur, dass ihr nachdenkt. Manchmal hilft es auch, einfache Sätze bewusst zu akzeptieren. Ein einfacher Satz kann klar und stark sein. Zum Beispiel, ich bin anderer Meinung. Das ist kurz, aber es ist deutlich. Oder ich brauche Zeit zum Nachdenken. Auch das ist ehrlich. Ich habe gemerkt, dass ich flüssiger spreche, wenn ich aufhöre, mich selbst zu beobachten. Das ist schwer. Aber wenn man im Gespräch wirklich zuhört, vergisst man ein bisschen die eigene Angst. Und dann antwortet man natürlicher. Nicht perfekt, aber lebendig. Vielleicht könnt ihr das heute ausprobieren, Hundern. Wenn ihr das nächste Mal Deutsch sprecht, versucht nicht beeindruckend zu klingen. Versucht interessiert zu sein. Stellt Fragen. Wenn ihr nicht wisst, was ihr sagen sollt, fragt die andere Person, und wie war dein Tag? So bleibt das Gespräch in Bewegung und ihr habt Zeit, eure Gedanken zu sammeln. Ein weiteres Problem ist der Wortschatz im Kopf. Viele Wörter sind da, aber sie kommen nicht schnell genug. Das kenne ich. Man denkt, ich kenne dieses Wort, aber wo ist es jetzt? In solchen Momenten darf man kreativ sein. Beschreibt das Wort. Sagt, das ist dieses Ding, das man benutzt, wenn. Und oft hilft die andere Person. Sie sagt vielleicht, meinst du? Und plötzlich ist das Wort wieder da. Das ist kein Zeichen von Schwäche, das ist Kommunikation. Ich glaube, wir haben eine falsche Vorstellung von fließend sprechen. Wir denken, es bedeutet ohne Pause, ohne Fehler. Aber echte Gespräche sind voller Pausen, kleiner Fehler und Lachen. Wenn ihr deutsche Freunde habt, hört mal genau zu. Auch sie suchen manchmal nach Wörtern. Vielleicht ist der Unterschied nur, dass sie sich nicht dafür schämen. Das ist ein guter Gedanke. Scham blockiert, Akzeptanz öffnet. Henry, glaubst du, dass man irgendwann dieses Gefühl verliert? Ich denke, es wird kleiner. Am Anfang ist die Angst groß, später wird sie leiser. Und irgendwann merkt man, hey, ich habe gerade 5 Minuten gesprochen, ohne zu stoppen. Das sind die kleinen Siege. Und sie sind wichtig. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, erinnert ihr euch an euren ersten Satz auf Deutsch? Wie habt ihr euch gefühlt? Vielleicht war es nur, hallo, ich heiße, aber es war ein Anfang. Und jetzt versteht ihr vielleicht diesen Podcast fast komplett. Das ist ein riesiger Fortschritt. Seid stolz darauf, auch wenn euer gesprochenes Deutsch sich noch klein anfühlt. Manchmal hilft es auch laut mit sich selbst zu sprechen. Zu Hause, beim Kochen, beim Aufräumen. Ja, beschreibt einfach, was ihr macht. Ich schneide jetzt Gemüse. Ich suche meinen Schlüssel. So trainiert ihr das aktive Sprechen ohne Druck. Und wenn ihr Fehler macht, hört ihr sie selbst. Das ist eine gute Übung. Ich finde auch, dass Wiederholung wichtig ist. Nicht langweilig, sondern hilfreich. Wenn ihr einen guten Satz hört, benutzt ihn später selbst. Zum Beispiel, meiner Meinung nach ist das eine gute Idee. Sagt ihn ein paar Mal in verschiedenen Situationen. Mit der Zeit wird er natürlich, Und dann merkt ihr plötzlich, ich spreche länger, ich erkläre mehr. ohne dass ihr es geplant habt. Vielleicht sollten wir aufhören zu sagen, ich spreche wie ein Anfänger. Ja, vielleicht sollten wir sagen, ich bin auf dem Weg. Das klingt freundlicher und realistischer. Denn Sprache ist kein Ziel mit einer klaren Linie. Es ist eine Reise. Und auf dieser Reise gibt es Tage, an denen man sich stark fühlt. Und Tage, an denen man denkt, heute kann ich gar nichts. Das ist normal. Wenn ihr also das nächste Mal versteht, aber nicht sprechen könnt, denkt daran, das ist kein Rückschritt. Es ist nur ein Teil des Prozesses. Und jeder Prozess braucht Geduld. Vielleicht könnt ihr euch eine kleine Aufgabe setzen. Jeden Tag 2 Minuten frei sprechen. Über euer Frühstück, über eure Arbeit, über eure Träume. 2 Minuten sind nicht viel, aber sie verändern etwas. Und wenn ihr möchtet, schreibt uns in die Kommentare, worüber ihr heute 2 Minuten gesprochen habt. Wir lesen eure Nachrichten wirklich gern. Und wir freuen uns über eure Geschichten. Danke, dass ihr heute mit uns über dieses Thema nachgedacht habt. Ihr seid nicht allein mit diesem Gefühl. Viele erleben genau das Gleiche. Und Schritt für Schritt wird euer gesprochenes Deutsch wachsen. Bleibt geduldig mit euch. Bleibt neugierig. Und bleibt im Gespräch. Bis bald bei Dankecast Deutsch. Tschüss und bis zum nächsten Mal.